Hallo, ich bin's, der Typ mit dem Wissen und der Lebenszeit und so. Ihr wisst schon Bescheid. Das hier, was ihr hier seht, ist der Noise Injection Workflow. Ich habe dazu ein Video gemacht und das solltet ihr euch vielleicht auch vorher mal angucken, um diesen Workflow zu verstehen. Das ist eine coole Technik, habe ich auch schon jetzt reichlich Feedback erhalten, dass es funktioniert und dass man seine Bilder damit detaillierter darstellen kann. Jetzt kam aber unter dem Video ein Kommentar, wo jemand gesagt hat, er hat das vorher auch schon gemacht, allerdings hat er in seinen Bildern vorher mit Microsoft Paint 3D die Spray-Funktion benutzt und somit das Rauschen in die Bilder geklatscht. Und da dachte ich mir, das muss doch auch irgendwie so im Comfy UI gehen. Kann man das nicht irgendwie maskieren und damit steuern, welche Bereiche im Bild man mit der Noise Injection detaillierter darstellen möchte? Und, oh Wunder, es funktioniert und das habe ich hier mal gebaut. Also, wenn ihr das Noise Injection Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Da ist dieser Workflow erklärt mit einem kleinen Unterschied. Und zwar habe ich hier schon das eingebaut, was es ermöglicht, die Noise Injection gezielt in einem Bild anzuwenden. Vorher im Workflow war es so, dass wir aus dem ersten Sampler hier raus direkt hier unten in das VAE-Encode gegangen sind und das Ganze mit dem Latent Blend vermischt haben. Das habe ich jetzt so umgebaut, dass wir jetzt aus dem ersten Sampler hier raus in eine Preview Bridge gehen. Aus dieser Preview Bridge erhalten wir ein Image und eine Maske. Die Maske konvertiere ich an der Stelle in ein Bild und benutze dann aus der Was Node Suite an der Stelle ein Überblenden zwischen der Noise, die wir hier raus erhalten. Das ist auch noch aus dem alten Workflow. Und der Maske bzw. Mask to Image, die wir hieraus erhalten. Also wir können damit steuern, welche Bereiche im Bild wir Noise injecten möchten. Und hier unten ist einfach mal ein Preview Image, damit wir uns das alles angucken können gleich. Das hier ist nur eine Umleitung. Hier habe ich einmal von hier oben aus dem Sampler, ihr seht das schon in der weißen Linie, hier runter in Reroute und dann hier in die Image Blend bei Mask Node gesetzt. Einfach damit es nicht hier hinten rumläuft. Ja, so, wir können das mal ausprobieren, sehr gerne. Ich drücke einmal auf Start und dann erzeugen wir uns ein Bild. Halt, ich nehme mal das nächste Bild. Das hatte ich vorher schon mal ausprobiert. Das ist ein bisschen farbiger. Die Dame hat hier nämlich so einen gelben Anzug an oder so eine gelb-schwarze Lederjacke. Das ist ganz cool. So, wir lassen es einmal laufen. Auch hier unten sehen wir noch, auf der linken Seite ist der Workflow ohne Noise Injection. Hier oben ist das, was uns der kleine Sampler rausgibt. Hier unten ist das, was im großen Sampler, also nach dem Upscaling rauskommt. Und hier genauso. Hier ist der kleine Sampler mit Noise Injection und hier ist der Upscaling Sampler dann auch mit Noise Injection. Sofern es auch hier, daran habe ich nichts geändert. Wir haben hier hinten noch für unser endgültiges Resultat einen Face Detailer dran und ein paar Filter Adjustments. Die habe ich so gelassen, ne? Wie gesagt, gucken das Noise Injection Video. Da ist es ein bisschen ausführlicher erklärt. Da springe ich jetzt nur drüber, damit wir zum Kernpunkt dieses Videos kommen. Wir warten mal eben kurz, bis hier alles durchgerattert ist. So. Wichtig dabei ist nämlich hier die Preview Bridge, weil an der Stelle können wir die Maske gleich anwenden. So, der Face Detailer macht noch was. Jetzt sind wir durch. So, und wir haben jetzt natürlich keinen Unterschied, weil wir an der Stelle natürlich noch kein Blending haben hier. Jetzt haben wir im Prinzip noch nichts wirklich überblendet. Wir haben ja gar keine Maske. Das heißt, wir kriegen das Ursprungsbild und das habe ich hier eingebaut. Hier unten haben wir nochmal das Bild aus dem ersten kleinen Sampler. Also das kommt aus diesem Sampler hier oben, der die ersten Steps berechnet. Und das ist dann das Bild mit angewendeter Maske bzw. zielgerichteter Noise Injection. Wenn wir jetzt nämlich hier anfangen und sagen, wir möchten hier in der Preview Bridge einmal eine Maske anlegen. Dazu sage ich Open in Mask Editor. Und jetzt können wir hier nämlich sagen, wir wollen zum Beispiel nur den Hintergrund einmal Noise injecten. So, malen wir das alles mal mit einer Maske an. Da kann man sich sicherlich auch ein bisschen mehr Zeit für nehmen. So, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, das passt schon. So, und dann sagen wir jetzt Save to Node.
Und jetzt können wir das Ganze nochmal laufen lassen. Und dann sehen wir gleich hier unten, wie sich das ganze Zeugs verhält. Erstmal wird unser Standard-Upscaling gemacht da oben. Den Sampler solltet ihr übrigens auch fix setzen an der Stelle hier, ne? Zumindest den allerersten, damit ihr hier nicht ständig wieder ein neues Bild erhaltet und euch die Maske damit erschießt. Zerschießt. Erschießen bitte auch nicht, aber dann ist der Monitor kaputt, aber auch nicht zerschießen. So, was die nächsten Sampler machen dann, ist ja eigentlich eher wurscht. Können wir hier schon was sehen? Ja, hier unten sehen wir schon, dass wir durch unsere Maske jetzt, kann ich auch ranzoomen, durch die Maske, die wir oben erstellt haben, haben wir jetzt die Noise Injection nur auf den Bereich gelegt, der maskiert war. Und die Notes refreshen sich leider erst zum Ende des Durchgangs hier. Wenn ihr euch jetzt wundert, wir haben ja jetzt den ganzen Hintergrund ersetzt. Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall, weil wir aus dem Image jetzt hier natürlich rausgehen. Also das hier, das encoden wir in den Latent Space und jetzt sind wir hier oben in dem Latent Blend. Und was beim Latent Blend am Ende dabei rauskommt, das sehen wir hier. Das hier ist das Ursprungsbild vom ersten Sampler oben mit den 7 Steps nur. Und wir können sehen, dass wir jetzt hier um unsere Dame herum die Noise Injection gemacht haben. Und das Resultat ist, dass wir hier auch wieder auf der linken Seite ohne Noise Injection sehen, auf der rechten Seite mit Noise Injection. Und wir haben hier, wie erwartet, mehr Detailreichtum erhalten, als es vorher der Fall war. Wir können das Ganze auch nochmal umdrehen. Wir können jetzt sagen Open in Mask Editor, Clear. Und jetzt wollen wir zum Beispiel nur unser Hauptmotiv einmal detaillierter rendern lassen. So, ein bisschen konzentrieren. Ich meine, es ist jetzt nur eine Demo. Trotzdem versuche ich möglichst nicht über die Linien zu malen. Sonst wird das nachher noch so ein unsatisfied Video, wo der eine oder andere so sagt, so, boah, jetzt hat er da voll über die Linie gemalt. Das ist ja ätzend. Manche Leute, die schmeißen ihren Schreibtisch dann um, wenn die sowas sehen. Das wollen wir ja nicht hier. So. Müssen wir leider immer ein bisschen warten. Naja. Ist halt so, ne? Muss halt alles berechnet werden. So, und dann zeige ich euch trotzdem gleich nochmal einen kleinen Hack. So lang wird das Video jetzt nicht. Wie gesagt, es ist eine Ergänzung zu einem anderen Video. Ich zeige euch aber gleich noch einen kleinen Hack, wie ihr beide Workflows in einem vereinen könnt. Das habe ich jetzt 5 Minuten vor Videostart hatte ich das nochmal ausprobiert. Und ich hoffe, ich kriege es nochmal wieder so hin. So, der Face Detailer läuft durch. Wir können inzwischen auch nochmal wieder hier einen Blick in den Zwischenschritt werfen. Also jetzt haben wir an der Stelle die Noise Injection nur auf das Hauptmotiv angewendet. Das sieht man auch hier im Unterschied, ne? Hier ist es wesentlich rauschiger geworden. Und das Endresultat ist inzwischen da. Und jetzt haben wir vor allem hier unten wieder den Unterschied zwischen dem normalen Upscaling und dem Upscaling mit Noise Injection. Das ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu krass an der Stelle. Aber da sind die Seeds hier hinten, die Random Seeds und sowas noch, ja, die kicken da halt stark rein. Ansonsten könnt ihr den Blendfaktor hier wie gewohnt manipulieren und damit die Stärke der Noise Injection regeln. Wenn ihr jetzt beide Workflows in einem haben wollt, dann könnte man mal gucken, ob ich das hinkriege. Wir brauchen erstmal ein Empty Image. So, aus dem Image machen wir jetzt eine Mask. Also sagen wir Image to Mask, Latent Mask an der Stelle oder Latent. Ich muss darauf achten, es wird Latent ausgesprochen. Ich sage mal Latent, es wird aber Latent ausgesprochen. Das versuche ich mir gerade anzugewöhnen. Und damit haben wir ja schon eine Maske erstellt. Ich überlege gerade, wir machen es einfach mal. Jetzt können wir nämlich hier sagen Mask to Image. Und das werden wir uns gleich mal angucken. Aber was wir an der Stelle auch machen können, ist, wir brauchen einen Switch. Und da bietet sich der Impact Switch aus dem Impact Pack an.
Der kann nämlich seit ein paar Updates, machen wir hier noch ein bisschen mehr Platz, jeglichen Input annehmen und dann wieder ausspucken. Also wenn wir hier jetzt an der Stelle unser Image reinschmeißen, beziehungsweise nein, wir schmeißen unsere Maske da rein. Jetzt habe ich sie versaut. Switch, Impact Switch und unsere Maske da rein. Dann können wir hier an der Stelle nämlich sagen, wir wollen hier oben Convert Mask to Image, wollen wir das hier nehmen und stattdessen packen wir die Maske, die wir aus unserer Preview Bridge kriegen, in Input 2 rein. Jetzt können wir hier unten auswählen, ob wir Input 1 oder Input 2 wählen wollen. Um hier immer wieder dasselbe Bild rauszukriegen, ne? Also dieselbe Bildgröße, wir wollen das gesamte Bild irgendwie maskieren, bietet es sich an, wenn wir hier einmal sagen, wir machen Width to Input und Height to Input und sagen dann Get Image Size aus den Stability Comp UI Nodes und können Width und Height hier reinpacken. Und praktischerweise liefert uns das Image to Noise da oben die korrekte Größe dafür. Die Links zu diesen ganzen Nodes findet ihr unten in der Beschreibung. Da habe ich alles reingepackt, was ich installiert habe. Werft da mal einen Blick rein. Da findet ihr auf jeden Fall die Stability Comp UI Nodes, die Was Node Suite, Impact Pack und so. Das ist kein Problem. So. Um ein Bild in eine Maske zu verwandeln, müssen wir hier noch sagen, welchen Channel wir dann von dem Bild haben wollen. Das können wir damit steuern, dass wir hier zum Beispiel sagen grün. Und wenn wir jetzt mal hier oben gucken, in Empty Image ist ja zum Beispiel ein Color-Wert. Und wie wir alle wissen, ist 500.280 der Wert für Knatsche grün. Ich wusste es auch nicht, Leute. Ich wusste es auch nicht. Ich habe mir immer gedacht, also diese Note hier, wenn man die mal nimmt und da mal so volle Möhre reinballert, dann sieht man und dann nochmal reinklickt, dass der Maximalwert 16.777.215 ist, was komischerweise natürlich 16 Millionen Farben entspricht. 65.280 ist dabei grün. Kleiner Trick, googelt an der Stelle nach RGB to Integer. Dann kriegt ihr sowas wie RGB in Calculator. Oh, interessant. So, und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen grün, das ist dann in RGB 0 rot, 255 grün, 0 blau, Evaluate und oh Wunder, wir kriegen unsere 65.280 an der Stelle. Die tragen wir hier ein und dann können wir jetzt nämlich hier sagen, mit Input 1 wollen wir jetzt das komplette Bild maskieren. Das machen wir mal eben. Jetzt müssen wir natürlich wieder alles laufen lassen. Aber ich bin gerade noch gut in der Zeit. Das wird echt ein kurzes Video, hoffe ich. Mit ein bisschen selbst gebastelt und ein bisschen Lerneffekt. Das ist doch super. Sowas freut mich. So. Und wie wir jetzt sehen, haben wir jetzt ein komplett weißes Bild hier unten rausgekriegt. Weil wir gesagt haben, der Grün-Channel soll die komplette Maske werden. Und die Maske können wir jetzt hier in den Switch reinschmeißen. Wir nehmen an der Stelle über das Select, nehmen wir Input 1. Das heißt, wir haben jetzt das komplette Bild einmal maskiert. Das sehen wir auch hier. Und wenn das jetzt durchgelaufen ist, dann Lauf. Doof, dass sich diese beiden Nodes hier irgendwie so gegen Ende erst refreshen. Dann haben wir wieder das hergestellt, was wir im letzten Video für Noise Injection hatten, nämlich einmal ohne Noise Injection, einmal mit Noise Injection. Die Jacke ist ein Ticken besser geworden als eben. Und wir können jetzt hier an der Stelle auch sagen, wir wollen aber Input 2 haben und das dann wieder laufen lassen. Hier vom vorigen Durchlauf sehen wir hier auch noch gut, dass das ganze Bild die Noise Injection erhalten hat im Vergleich zum Ursprungsbild und dem. Wo hängt er gerade? Irgendwo hier, da, blub. Hier können wir aber auch wieder sehen, dass unsere ursprüngliche Maske angewendet wurde. Wir haben die Noise Injection wieder nur auf unserem Hauptmotiv.
einfach nur, damit wir es nochmal am Ende gucken können, lassen wir die Sampler da oben nochmal durchlaufen. Und dann müssen wir wieder ein ähnliches Bild haben wie vorher. Base Detailer noch. Genau. Sind wir durch? Wir sind durch. Und jetzt haben wir wieder nur unseren Vordergrund oder unser Hauptmotiv mit der Noise Injection bearbeitet. Der Hintergrund ist in beiden Varianten mehr oder weniger ähnlich geblieben. Und natürlich haben wir hier hinten beim Upsampling noch Random Seeds und sowas. Deswegen sind Unterschiede da, aber es geht ja um die Details. Also nochmal zusammengefasst, wir holen uns hier die Image Size aus der Image-to-Noise-Node, die praktischerweise ja oder die Größe des Ursprungsbildes immer mit übernimmt, packen das in ein Empty Image, setzen hier den Channel auf grün, sagen dann hier Image to Latent Mask auf dem Kanal grün, dann macht er eine weiße Maske, was bedeutet, nimm alles. Wir nehmen hier aus dem Impact Pack einen Switch Any, packen eine Maske da rein, davon wird da wird die Node dann zum Datentyp Maske und können jetzt hier an der Stelle auswählen, welche dieser beiden Masken, also einmal komplett maskiert oder durch die Preview Bridge von uns maskiert, wir über das Convert Mask to Image in das Image Blend by Mask schicken. Von da aus geht es in den VAE Encode, da dann in den Latent Blend und der überblendet nochmal die Maske, die wir hier erstellt haben, mit dem Ursprungsbild, welches von da oben kommt. Und deswegen haben wir hier auch keine Unterschiede im Hintergrund in dem Fall, der nicht maskiert wurde, sondern wir kriegen nur das Rauschen drüber gesetzt über unseren maskierten Bereich. Und danach funktioniert es wie gehabt. Ja, ein Kommentar hat mich zum Nachdenken gebracht. Jetzt haben wir eine kleine Erweiterung hier. Vielen lieben Dank für eure Kommentare an der Stelle. Ich lerne selber auch noch immer sehr viel dadurch, weil ich mich dann mit Themen beschäftige, die mir vorher gar nicht eingefallen sind. Und ja, habt einfach viel Spaß dabei, diesen Workflow hier mal zu benutzen. Den lade ich euch hoch oder es in euren vielleicht schon existierenden Workflow bei Bedarf einzubauen. Viel Spaß beim Experimentieren wünsche ich. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!